Tempo oder auch Initiative, wie es beim Skat heißt, das ist hier das Stichwort, denn diese Begriffe spielen auch beim Skat eine Rolle. Die Begriffe selbst sind gar nicht so wichtig, sondern das, was dahinter steckt, und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Sie tun es ja sowieso, aber stellen wir uns doch einfach mal vor, die Skatgötter meinen es mal wieder besonders gut mit uns und haben uns folgende schöne Karte in die Hand gegeben, die beiden oberen Buben, 7-mal Herz, könnte auch irgendeine andere Farbe sein, und noch eine andere Karte, und ich frage euch, was spielt ihr denn mit diesem Superblatt? Da wird es natürlich keine Millisekunde dauern, und ihr stellt mir die Gegenfrage, ja, wo sitze ich denn? Vorhand, Mittelhand oder Hinterhand? Denn ohne diese Information könnt ihr die Frage natürlich gar nicht beantworten. Und genau das ist gemeint mit dem Tempo oder der Initiative. Das ist das Recht, ausspielen zu dürfen, zum nächsten Stich in Vorhand zu sein. Und wie wichtig es ist, dieses Tempo zu haben oder es zu berücksichtigen, das zeigt eben dieses Beispiel. Denn wenn ihr diese Karte in Vorhand bekommt, dann werdet ihr doch wohl mit großer Sicherheit Granghand Schneider angesagt spielen, weil ihr überschauen könnt, dass ihr auf jeden Fall die ersten 9 Stiche macht, unabhängig davon, ob die fehlenden Trümpfe, die beiden Buben, in einer Hand sitzen, denn wenn ihr sie zieht, bleibt ihr selber am Stich und könnt die Stärke eurer Herzflotte ausspielen. Die gleiche Karte in Mittel- oder in Hinterhand geht aus diesem Grund für seriöse Spieler nicht mal als Grang, ihr könnt dann nur den Herz spielen, denn eingespielt werden könnt ihr ja nicht in eure Farbe, ihr müsst also davon ausgehen, dass ihr zuerst stechen müsst, Buben ziehen, und wenn dann die Buben in einer Hand sitzen, dann kommt ihr zu kurz. Das ist das, was passiert, wenn es mit dem Tempo eben nicht hinhaut. Eure ganzen Herzstiche verfallen, und deswegen könnt ihr diese Karte nicht mal als Grang spielen. Heute ist ein schöner Tag mit rosigen Aussichten, das seht ihr an der nächsten Karte, die ihr in die Hand bekommt, und ihr bekommt sie sogar in Vorhand. Was ich für diese extra Information von euch natürlich wissen möchte, ist jetzt nicht nur, was ihr damit spielt, sondern auch, was ihr glaubt, wie viele Stiche ihr maximal abgeben müsst. Ja, ich denke, da langt die kurze Bedenkzeit. Natürlich ist auch dieses Blatt in Vorhand ein unverlierbarer Granghand, denn ihr werdet nur 2 Stiche abgeben. Allerdings natürlich nur, wenn ihr diese Tempoüberlegung anstellt und über die Dörfer geht, also über eure starken Farben, Herz oder Kreuz, die Reihenfolge ist egal, und nicht etwa auf die Idee kommt, hier einen Buben auszuspielen, denn wenn dann die beiden dunklen Buben in einer Hand sitzen, dann verliert ihr genau das Tempo und die Kontrolle und habt gar keinen Einfluss mehr darauf, wie viele Stiche ihr nach Hause bekommt, werdet dieses Spiel höchstwahrscheinlich verlieren. Also ein wunderbares Beispiel, wenn das Tempo nicht reicht, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass ihr einen Grang oder ein Spiel nicht machen könnt, es hat eben nur einen Einfluss darauf, wie ihr es dann im Siegsinne vortragen müsst. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Stundenlang habe ich gemischt, und dann ist wieder so ein super Blatt rausgepurzelt. Also heute können wir, denke ich, wirklich nichts verkehrt machen. Diesmal sind es die 3 unteren Buben geworden, Pik Ass Lusche und 5-mal Karo, wieder mit Ass, auch wenn 10 und König fehlt. Allerdings sitzen wir diesmal nur in Mittelhand, und erfolgsverwöhnt wie wir sind, würden wir das Päckchen natürlich gerne mit einem weiteren Grang abschließen, doch da stellt sich natürlich die Frage, können wir das riskieren, oder kommen wir in Mittelhand zu kurz und sollten deswegen aus taktischen Erwägungen nur das Karo-Spiel wählen. Wenn ihr so eine Fragestellung habt, hier oder am Tisch, dann bietet es sich immer an, im Kopf einfach mal die wahrscheinlichen ersten Stiche so durchzugehen. Also Herz kommt vielleicht auf den Tisch, ihr müsst stechen, ihr zieht einen Buben, dann seid ihr wieder in Mittel- oder in Hinterhand, jedenfalls nicht mehr am Spiel, denn der Kreuzbube fehlt ja. Nun kommt die Farbe wieder hinterher, ihr stecht vielleicht die Herz 10. Jetzt klärt ihr euer Karo Ass und stellt fest, verdammt, König und 10 sitzen in einer Hand, ihr müsst mit Karo Lusche wieder rausspielen, habt jetzt keinen Buben mehr, könnt nicht mehr stechen, und auf Herz und Kreuz verfallen eure Karo-Stiche, und am Ende habt ihr womöglich knapp verloren. Könnt ihr deswegen den Grang nicht spielen? Doch, ihr müsst nur diese Überlegung vorher anstellen und dürft deswegen, nachdem ihr im ersten Stich etwa Herz Ass gestochen habt, nicht mehr den Buben spielen. Denn damit gebt ihr genau dieses entscheidende Tempo einmal ab, und das wird euch deswegen zum Verhängnis, weil ihr hier in Karo
die Lücke mit 10 König habt und diese Farbe deswegen noch einmal entwickeln müsst. Ihr müsst also selber zunächst einmal klären, wie die Karo sitzen, und das bedeutet, ihr spielt eben sofort das Karo Ass, fällt jetzt 10 und König, ist alles gut, dann könnt ihr auch den Buben fortsetzen. Sitzen aber die Karos in einer Hand, dann gewinnt ihr damit diesen Tempozug und werdet das Spiel gewinnen, weil ihr trotzdem nur 3 Stiche abgeben müsst. Denn was kann jetzt schlimmstenfalls passieren? Karo Ass wird gestochen, etwa mit Karo 10, 23, dafür könnt ihr jetzt die nächste Farbe wieder zurückstechen, Karo vom Spiel gehen, König und Wimbelung, 38, und dann gebt ihr noch den Pikstich ab. Oder aber ihr bleibt mit Karo Ass am Stich, es wurde noch nicht gestochen, dann spielt ihr direkt Karo hinterher. Jetzt fällt die 10 mit einer Ladung 21, es wird später im Spielverlauf vielleicht das Pik Ass mit 10 euch noch abgestochen auf 43 oder 44, und ihr gebt dann noch den einen Pikstich ab. So oder so, die Gegner kriegen nur 3 Stiche, bleiben kurz vor 60 stehen, selbst wenn die Karos in einer Hand sitzen, selbst wenn euch das Pik Ass abgestochen wird. Es ist ganz egal, solange ihr von Anfang an euch diese Überlegungen macht, diese Gedanken macht und das Tempospiel richtig vortragt.